was ist das, was altert in unserem Leben? Was hat die Last vom Leben, die wir so rumtragen? Wenn wir wirklich mal wie so erforschen, was ist eigentlich Altsein? Und dann vielleicht die Möglichkeit sehen, ob wir diesen Alterungsprozess, also dieses Altsein, also vielleicht weniger auf das Körperliche gucken, sondern auf dieses Festhalten von der Lebensgeschichte von uns, was das eigentlich für ein Gewicht halt auch hat in unserem Leben. Ja, weil wenn du das jetzt so sagst mit dem Festhalten von der Lebensgeschichte, ist das ja auch wirklich viel Leid. Also viel, je älter man wird, desto mehr Sachen erfährt man, Schicksalsschläge, ja einfach Sachen, die passieren, wo das Leben ungerecht ist oder Schmerz zubereitet. Und das ist ja auch so, je mehr wir das festhalten, das macht ja auch so ein vergrämtes Gefühl, also so, man spürt das auch körperlich, also diese Schwere und Last und dieses Vergrämtsein oder Enttäuschtsein vom Leben, das macht ja schon so diese Falten im Gesicht, so eine Schwere und so, ja, so diese Last, die auch manchmal wirklich so körperlich niederdrückt. Bei vielen Menschen, auch wenn sie älter werden. Und das verschnellt natürlich diesen Alterungsprozess, ne? Ja. Je mehr wir da eigentlich... Also ich würde sogar sagen, der Alterungsprozess ist der größte Teil, ist Gedanken und Bilder, die wir sammeln und speichern in unserem Körper oder in unseren Gedanken und immer wieder hervorholen. Und warum wir jetzt das Erwachen damit reinbringen, ist, das Erwachen, könnte man sagen, gibt dir die Möglichkeit, alles loszulassen. Also alles, was nicht wahr ist oder nicht echt ist, darf losgelassen werden. Und ich empfinde das wie so als Verjüngungsprozess oder einfach als Nicht-Alterungsprozess, dieses Loslassen von der Last vom Ich, vom Leben, von meinem Leben. Und Erwachen ist was, das dir eine Möglichkeit gibt, das Alte loszulassen. Und wenn man mal schaut irgendwo, das Leben hat wie nicht ein Alter, also es wird immer neu erschaffen, obwohl man das Gefühl hat, die Erde ist so und so alt oder die Bäume sind so und so alt und so. Aber das Leben an sich ist eigentlich nicht in einem Alterungsprozess. Und du bist genauso nicht in einem Alterungsprozess drin. Und umso mehr das durchscheint, umso mehr ist die Last des Altwerdens weniger. Und vielleicht wird da eine ganz andere Lebenserwartung auch möglich werden, wenn wir das Erwachen in der Menschheit einfach nach vorwärts bringen. Das finde ich mega schön, weil es gibt was in dir, was nicht altert. Und wenn das stärker wird, dann ist eigentlich egal, wie alt der Körper ist, aber er wirkt junger. Also das ist wie so, wie du gesagt hast, dieses Durchscheinen. Ne? Wenn das Leben, das was in dir lebt, das was überdauert, das Leben überdauert den Körper. Das lebt auch weiter, wenn der Körper nicht mehr da ist. Der kriegt es halt dann nicht mehr mit, aber etwas lebt wie so weiter. Also wenn das, was du wirklich bist, wenn das stärker da sein kann und nicht so diese alte Geschichte, die ja auch wie, könnte man sagen, so mit ihren, also sind ja auch wie so Schwingungen. Also jedes Mal, wenn wir die Schwingungen der Vergangenheit hochholen durch Gedanken oder Bilder. Ja, oder als Wahrheit sehen. Oder als Wahrheit oder real oder echt sehen. Altern wir. Ja. Ne? Und so die Schwingung, man könnte wie so sagen, die Zellen werden wie dunkler, also oder wie so voller. Also die Zellen werden wie voller und können eigentlich nicht mehr so diese Jugendlichkeit strahlen, weil sie wie voll sind mit dieser Vergangenheit. Und die Vergangenheit mit ihrer Schwere zieht. Und wenn das aber verändert wird durch das Erwachen, wenn du erkennst, dass du diese Vergangenheit längst loslassen kannst, dass die nicht da sein kann, da sein muss und dafür
das, was du bist, dieses Frische mehr eigentlich, da sein ja, kann. dieses Ne? Frische, dieses Lebendige, das, was halt nicht altert. Also umso mehr das verkörpert wird. Wenn ein Erwachen nur im Kopf passiert, wird das nicht zusammenkommen. Aber wenn es verkörpert wird, wenn es wirklich gelebt wird, eigentlich im Leben, passiert eigentlich ein Verjüngungsprozess oder so eine frische Lebendigkeit kommt rein ins Leben. Ja, Und- selbst so in diesem, also auch in dem Körper. Ja, ich finde, das sicher, ist ja, das ist wirklich auch körperlich spürbar. Diese Schwere ist spürbar im Körper, genauso wie diese, wenn du die Schwere loslassen kannst, wenn du die Vergangenheit loslassen kannst und diese Lebendigkeit, diese junge Lebendigkeit des Lebens wieder mehr Raum kriegt, ist das wirklich spürbar. Ja, Ne? Und die Zellen atmen auf. weil du glaubst ja auch sehr stark dran an diesem Alterungsprozess vom Körper, von deinem Leben und so. Und umso weniger du dran glaubst, umso mehr entdeckst du, dass in dir was ist, was nicht altert und das durchscheinen kann. Das kann durch den Körper hindurchscheinen, durch deine Gedanken, durch die Erinnerungen, durch das, was du erlebst. Aber der größte Punkt ist, dass du sicher mehr hier bist. Also wirklich in diesem Jetzt eigentlich dich auflöst, wo kein Alter da ist. Und das kannst du atmen, das kannst du leben, das kannst du spüren, das kannst du fühlen. Das ist da, das ist ein Jungbrunnen. Ist. Und ich glaube, in der Richtung wurde noch gar nie groß geforscht, weil wir wollen irgendwie das Alte lang leben lassen. Also wir wollen unser Ich lang leben lassen oder unseren alten morschen Körper lang leben lassen. Aber wenn wir das mal rumdrehen und eigentlich mal das suchen, was alt ist und ob nicht das Alte losgelassen werden kann, dass das Neue, also die Wahrheit, die Klarheit, die kein Alter kennt, dass die durchscheint und lebt, dann haben wir eigentlich das Geheimnis vom Nicht-Altern gefunden. Wir freuen uns, von dir zu hören Ja, oder auf das nächste Video. genau. Ganz eine schöne Zeit. Alles Ja. Liebe. Tschüss. Tschüss.